Schon eine ganze Weile her, dass ich mich vor eine Kamera gesetzt habe und was über Fotografie erzählt habe. Aufgehört habe ich tatsächlich und hauptsächlich deshalb, weil mir die Zeit dazu gefehlt hat, mir Gedanken über neue Videos zu machen. Arbeite. Nachdem ich wieder etwas Luft hatte, habe ich mir die Frage aller Fragen gestellt, wer sollte sich das überhaupt anschauen, was ich hier zu sagen habe. Aber mit einem Blick auf meine erfolgreichsten Videos hat sich dieser Selbstzweifel ein bisschen gelegt. Denn erstaunlicherweise haben sich bis heute fast 9000 Leute angeschaut, wofür ich die Function-Taste an meinen Kameras benutze. Und über 7000, wie man eine bewegte Zeitrafferaufnahme ohne Slider macht. Das ist schon verrückt und hatte ich so auch nicht erwartet. Die Videos verlinke ich euch in der Infobox oder in der Videobeschreibung, weil ich nicht weiß, ob man mehrere Videos in einer Infokarte verlinken kann. Jetzt folge ich natürlich selbst einigen Fotografen auf YouTube und Instagram, aber selbstverständlich ist Fotografie so ein großes Feld, dass die großen Content Creator auch nicht alle Bereiche abdecken und viele sowieso nur Tech-Reviews machen. Und das schon mal vorweg, ich werde hier nicht jede Woche ein neues Gerät auspacken, aber ich kann euch gern meine Erfahrungswerte mit den Dingen präsentieren, die ich selbst benutze, falls gewünscht. Ich denke, von solchen Langzeittests haben wir alle mehr, als wenn man ein Gerät für 3 Tage benutzt und dann einen Ersteindruck als Review verkauft. Denn die Probleme entstehen ja dann doch erst beim täglichen Gebrauch. In den letzten Jahren habe ich aus meinem langjährigen Interesse für Astrofotografie ein neues Hobby gemacht und daran würde ich hier gern anknüpfen und euch auf meiner Reise durch Raum und Zeit mitnehmen wollen. Vor allem aber auch, damit ihr aus meinen Fehlern vielleicht was lernen könnt, was letztendlich auch immer meine Hauptmotivation war, Videos zu machen. Jetzt könnte man sagen, Mensch David, es gibt doch schon 1000 YouTuber, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Klar, könnte man. Aber auch hier gibt es so viele Themen und vor allem Probleme, die ich gern mit anderen teilen möchte, da man auf seine eigenen Probleme auch in den einschlägigen Foren oft keine zufriedenstellende Antwort findet. Gut. Pauschalantworten sind auch eigentlich Schwachsinn, weil in den wenigsten Fällen zutreffend. Aber vielleicht ist es hier dennoch eine Möglichkeit, um bestimmte Themen anzusprechen und sich auszutauschen. Soll schließlich keine Einbahnstraße sein. Kommentare. Darüber hinaus will ich das auch für Leute interessant gestalten, die selber keine Astrofotografie betreiben, sondern die Sache an sich faszinierend finden. Ich meine, wenn man sich solche Nebel anschaut, wie den hier zum Beispiel, kann das schon sehr imposant sein und vielleicht stellt man sogar seine eigene Größe in Frage. Also so räumlich und philosophisch betrachtet. Getreu dem Motto, sind wir allein da draußen? Natürlich bin ich in erster Linie immer noch Bühnenfotograf, wobei in den letzten Jahren auch viel Videografie dazugekommen ist. Und von daher möchte ich versuchen, euch auch mal mit hinter die Kulissen zu nehmen. Wie das letztendlich aussehen wird, weiß ich jetzt noch nicht. Muss ich erstmal experimentieren und schauen, ob sich das so überhaupt einlöst, wie ich mir das vorstelle. Grundsätzlich denke ich aber, dass es einiges gibt, über das ich hier sprechen kann und schließlich habe ich in den letzten Jahren auch ein bisschen was dazugelernt. Insgesamt wird es also ein Fotografiekanal bleiben, aber einen wirklichen Schwerpunkt will ich mir erstmal nicht setzen, sondern den Kanal dafür nutzen, mit euch generell über Fotografie zu sprechen und was dazugehört. Was mir auf jeden Fall vorschwebt, ist, dass ich euch meine Begeisterung für Affinity Photo näher bringen will, was einige sicher bereits als eine gute Photoshop-Alternative kennengelernt haben. Ohne Werbung dafür machen zu wollen, denke ich, dass es eine super Software für all diejenigen ist, die keine Lust und auch nicht das nötige Kleingeld haben, ein monatliches Abo zu bezahlen, aber auch für Creator, die beispielsweise frisch in die Selbstständigkeit starten und die hohen Abokosten erstmal nicht mit einkalkulieren können. Und sind wir mal ehrlich, den vollen Umfang von dem, was Photoshop alles kann, nutzen wahrscheinlich sowieso die wenigsten. Von daher. Und in der Regel geht es eher um solche Themen wie Industriestandards und Kompatibilität, wenn man mit anderen Dienstleistern zusammenarbeitet, als um die Funktionsumfangsgeschichte. Aber dazu gern mehr in einem eigenen Video. Lasst mich also gern in den Kommentaren wissen, was ihr euch von mir wünscht und falls ihr spezielle Fragen habt, dann schreibt sie dorthin. Ich freue mich jedenfalls darauf, dass wir heute mit dem 2. Kapitel begonnen haben und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.